Spektakuläre Landschaften auf den Gipfeln des Yuntai-Gebirges führen mich bis in das Nachtleben von Kaifeng. Was ich auf dem langen Weg dorthin erlebt habe und was Affen dabei für eine Rolle spielen, das erfahrt ihr in diesem Video meiner China-Abenteuerreise. Ich werde bei dem Anblick dieser theatralischen und wunderschönen Berglandschaft ganz glücklich. Wenn ihr mich fragt, ich bin in China jetzt so richtig angekommen. Die Landschaft ist etwas Besonderes. Licht- und Farbkontraste sorgen für faszinierende Fotomomente. Vorausgesetzt, die Sonne scheint. Zu gerne hätte ich das geheimnisvolle türkise Wasser in den Teichen und Quellen der Hongxi-Schlucht, die ich am Morgen zuerst ansteuerte, im Sonnenlicht schimmern sehen. Ein fabelhafter Kontrast zu den roten Steinwänden, die dem Felsenschnitt seinen Namen geben. Doch auch bei grauem Winterwetter mit bedecktem Himmel hat der Ort etwas Magisches. Auch hier ist der Weg ein einziges Abenteuer. Es geht durch Tunnel, über Brücken, endlose Stufen in Serpentinen, bergauf und bergab auf befestigten Wegen, entlang der Felswände dem Fluss folgend. A goal to grow from heart. It's all about to master who we are. Nobody's gonna make me feel I'm off the chart. Die Natur ist einfach nur beeindruckend. Stand up and take it as I go. Stronger than ever, faded, it's not a shade of mine. All in all, I'm doing I'm gonna hold the line, and I'm gonna be just fine. Do it alright, do it okay, and take it as I go. Do it alright, do it okay, stronger than ever, faded, it's not a shade of mine. All in all, I'm doing fine. It's not a shade of mine. Begegnungen der tierischen Art hatte ich im Folgenden. Man spricht hier vom Hügel der Affen. Um was es hier wirklich geht, war mir erst schlagartig klar, als ich eine andere chinesische Reisegruppe in Aufregung höre, als sich eine Horde Affen über ihren Proviant hermacht. Plötzlich kommen aus allen Ecken ganz schön forsche kleine Rhesusmakaken angesprungen und wollen ihren Anteil haben. Sie belagern uns regelrecht und springen auch schon mal im Rucksack hoch, wenn man nicht aufpasst. In der Ecke des Berges leben ungefähr 2000 Affen. Ich stehe ständig unter Beobachtung. Vielleicht fällt doch noch etwas für sie ab.
Wo Chinesen ihr gesamtes Wochenende verbringen, sprinte ich als Halbmarathonläufer quasi an nur einem Tag durch. Wieder einmal geht es bergauf, bergab, an diesem Nachmittag durch die Schluchten des Yuntai-Gebirges. Der Name bedeutet Berg der Wolken. Er macht seinem Namen alle Ehre. Die Sonne bekomme ich an diesem Tag nicht einmal zu Gesicht. Am Suyu, dem letzten Berg auf dem Tagesprogramm, geht mir denn beinahe doch die Puste aus. Fast will ich kneifen, als ich den 1000 annähernd senkrecht nach oben führenden Stufen gegenüberstehe. Doch ich werde für alle Mühen entschädigt. Ich bin überwältigt. Es gibt zwar keinen Gipfelschnaps, dafür einen Ausblick, der mir den Atem raubt. Nach dem Auspowern in den letzten 10 Stunden passen jetzt in Kaifeng so einige der typischen gefüllten Teigtaschen mehr in meinen Bauch. So satt macht der Besuch auf Kaifengs Nachtmarkt aber wenig Sinn. Deshalb lasse ich mir noch etwas mehr Platz für das lecker, oftmals aber auch merkwürdig anmutende Speiseangebot auf Kaifengs berühmtem Nachtmarkt. Skorpione oder ähnlich Skurriles erspare ich mir vorsichtshalber. Dafür sauge ich die Atmosphäre auf. Alles schiebt sich durchs Gedränge, vorbei an Ständen mit der vielfältigen chinesischen Küche. Schnell wird mir klar, Kaifeng hat viel Charakter und eine Geschichte von mehr als 2700 Jahren. Die 55 Meter hohe achteckige Pagode aus dem 11. Jahrhundert ist mit glasierten, rostfarbenen Kacheln verkleidet. Daher kommt wohl auch der Name der Eisernen Pagode. Heute ist sie leider, bzw. zum Glück, geschlossen. Meine Waden danken es, denn ich kann die 13 Stockwerke nicht erklimmen. Die Pagode steht unter Denkmalschutz und gilt als die chinaweit höchste, am besten erhaltene und zugleich älteste Pagode. Wenn der Wind allerdings weiter so bläst, wird sie bald zum schiefen Turm von China. Bei genauem Hinschauen wird deutlich, etwas geneigt ist sie nämlich schon. Der Qingming-Garten ist ein Themenpark, der auch in der Nebensaison mich zu unterhalten weiß. Bei mehr oder weniger historisch wertvollem Kitsch macht es Freude zu beobachten, mit wie viel Vergnügen die Chinesen sich dort beschäftigen. Heute gibt es immer noch einen eisigen Wind und kaum ein Sonnenstrahl schafft es durch die dichte Nebeldecke. Und würde ich nicht so frieren, dann würde ich dem Schauspiel länger beiwohnen.
Morgen geht es nach Dengfeng ins Zentrum der traditionell chinesischen Kampfkunst, wo ich das weltbekannte Shaolin-Kloster besuchen werde. Wir sehen uns dann bestimmt im nächsten Video wieder, wenn meine China-Abenteuerreise weitergeht.